Grüß Gott, lieber Bayern. Ich möchte Ihnen mal heute einen Blick in ein Handelsunternehmen gewähren, aber ich sage gleich dazu, es trifft nicht nur, was ich heute ausführe, auf die Firma Thalia zu, sondern es ist eine Auseinandersetzung, der sich alle Handelsunternehmen ausgesetzt sehen, die in irgendeiner Form in beiden Kanälen unterwegs sind. Da gibt es ein paar Spezifikas, da gehe ich dann auf Thalia mal ein oder auch mal auf andere Handelsbranchen. Aber ich möchte nur mal zeigen, welchen Ansatz wir gewählt haben oder auch andere Händler, um die Digitalisierung und die Herausforderung an das Anforderungsprofil von Mitarbeitern mal zu zeigen, wie wir das bewältigen. Vielleicht dürfen wir erstmal einen Blick auf etwas, was Sie heute Vormittag so am Rande wirklich mitbekommen und schon einigermaßen gesprochen haben. Wie schauen die Gründerväter oder einige der Digitalisierungsherrschaften heute auf ihre Errungenschaften? Also Justin Rosenstein, der hat die Likes erfunden, er sagt, sie sind mit der Absicht unterwegs gewesen, die Menschen süchtig zu machen. Chris Marcelino, der hat die Apple Push-Technologie entwickelt, er spricht von Glück und Droh, die in neuralen Gehirnverbindungen stattfinden, die das digitale Leben bei den Menschen hervorrufen. Tristan Harris, die Aussagen, denke ich, stehen für sich, da muss man nicht näher darauf eingehen, wir lesen jeden Tag in der Zeitung, welche Auswirkungen das Ganze hat. Was ich ja toll finde, ist Mark Zuckerberg, mit welcher Unbekümmertheit er an Facebook angegangen ist. Das, was sich daraus entwickelt hat, erleben wir Tag für Tag. Die Frage ist, was hat das mit unserem Thema zu tun? Die Menschen, die von dieser Entwicklung betroffen sind, sind unsere Kunden, sind unsere Mitarbeiter und sind die Führungskräfte. Und wenn wir Unternehmen erfolgreich führen wollen, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, was hat die digitale Welt bei Menschen bewirkt, was bewirkt sie vielleicht auch künftig, wie gehen wir darauf ein? Und um ein Missverständnis von vornherein zu klären, ich bin kein Digitalisierungsgegner. Also nicht, dass jemand denkt, Sie hören jetzt hier einen Vortrag gegen das Digitale brauchen. Es geht eher um die Frage, mit welchem Augenmaß integriert man die digitale Entwicklung und Technik in den Unternehmen. Was ich Ihnen jetzt auf der nächsten Folie zeige, ist die Sicht, wie wir als Unternehmen auf den Markt insgesamt schauen. Wenn Sie das mal sich als ein Spielfeld vorstellen und jetzt einfach irgendein Unternehmen hier mal reflektieren, das den natürlichen Wunsch hat, aus einer etwas angespannten wirtschaftlichen Situation in die rechte obere Quadrant zu kommen. Das ist etwas, was wir kennen aus der Vergangenheit. Da sind verschiedene Maßnahmen durchgeführt worden, man hat Berater geholt, die einen geholfen haben, die Probleme zu bearbeiten. Marketingmaßnahmen sind ausgerollt worden. Man hat Führungskräfte ausgetauscht, neue Ladenkonzepte entwickelt, Sortimente ausgetauscht, Pricing-Strategien überdacht und. Sie kennen das wahrscheinlich aus Ihrem Umfeld bestens. Und am Ende hat man den Wunsch oder das Ziel erreicht, irgendwo hier oben zu kommen. Aber was eigentlich passiert ist, dass sich das Spielfeld verschiebt. Und durch diese Spielfeldverschiebung befinden Sie sich wieder unten. Das ist ein Faszinosum, das wir bei Thalia tatsächlich so erlebt haben. Im Jahr 2008, 2010 wurde die Entwicklung, die das Thema Buch und Medien im Internet genommen hat, komplett unterschätzt. Zu spät darauf reagiert. Was die Folge war, es hat sich ein ganzes Spielfeld verrutscht und egal wie in einem Hamsterrad man da auch gearbeitet und gedreht hat, nicht wirklich von Erfolg geht. Diese Phase hat sich
3-mal inzwischen vollzogen. Wir haben die letzte etwa 2015, 16 erlebt, wo die Situation im E-Commerce eine größere Verschärfung erfahren hat. Auch durch Entwicklungen aus dem Ausland. Wir sehen, wie der Marktführer im E-Commerce, Amazon, sich aufmacht, in die Fläche zu gehen. Und das stellt natürlich eine große Herausforderung dar für ein Unternehmen, das auch international tätig ist. Und jetzt stellen wir eine weitere Entwicklung fest, auf die gehe ich jetzt gleich noch ein in der nächsten Folie. Ich möchte aber Ihnen dieses Beispiel mal an 2 konkreten Branchen untermauern. Lassen wir mal jemand vom Buch weg. Ich greife mal auf eins zurück, nicht erschrecken, aber das haben Sie wahrscheinlich, wenn Sie in München ansässig sind, in der Stadt sind, auch visuell gesehen. Wenn Sie die Erotikbranche, die hat sich komplett verändert. Früher sind Sie durch eine Stadt gegangen, haben Sie fast, ich will nicht sagen in jeder Straße, aber Erotikshops gab es genügend. Schauen Sie mal, wie viele es heute noch gibt. Hat sich aufgelöst, oder geht es mal durch Amsterdam durch. Die ganze Stadt, die ganze Innenstadt hat sich verändert. Nehmen Sie das Thema der Musikindustrie. An der Musikindustrie kann man übrigens sehen, dass das nicht ein Handelsproblem ist. Das ganze CD-Geschäft, der ganze Musikmarkt hat sich komplett verändert. Hersteller, beispielsweise CD-Sortiermaschinenhersteller, die in der Lage waren, 36.000 CDs in der Stunde zu sortieren, die waren von einem Tag auf den anderen ohne Aufträge angestellt. Und da sehen Sie, dass punktuelles Arbeiten an einzelnen Themen keine Chance ist, sondern hier ist Disruption. Für das Unternehmen Thalia war ein Kernpunkt die Entwicklung des Tolin. Das Setzen auf eine Technologie, die es bei einem anderen Hersteller schon gab, verbunden mit der Ausweitung in das digitale Geschäft, E-Commerce, E-Books etc. Alles, was da so mit hinten dran kam. Und da ist bei Thalia jeder stolz drauf. Deutschland oder Österreich-Deutschland-Region ist die einzige weltweit, die es geschafft hat, mit dem Kind auf Augenhöhe zu kommen, und jetzt innerhalb weniger Jahre. Und das war ein Ergebnis aus dieser Erkenntnis, dass sich das ganze Spielfeld verschiebt. Ich habe gesagt, hier oben erleben wir das gerade im Moment wieder. Ich zeige Ihnen mal eine neueste GfK-Studie, die ignorieren mal eine Woche alt. Da sehen Sie mal, wie sich der Zeitstress oder die Zeitintensivierung durch das Nutzen von bestimmten Medien oder Freizeitgestaltungen verändert hat. Der soziale Druck, der daraus entstanden ist, führt dazu, dass Menschen ein völlig anderes Verhalten an den Tag haben. Und wenn wir sehen, bei YouTube 35 Minuten am Tag, bei den Jüngeren etwas älteren 20 Minuten, wenn jemand Netflix-User ist, 5,3 Spielfilme im Monat, 20,1 TV-Episoden. Und wenn Sie einen Mann haben, der bis 30 Jahre ist, dann spielt er ungefähr 15 Stunden im Schnitt im Monat. Wenn Sie als Handelsunternehmen auf Männer setzen, die dort unterwegs sind, dann haben Sie ein großes Problem gehabt. Dann dürfen Sie froh sein, wenn Sie noch sind. Aber das zeigt die Dramatik, weil die User von digitalen Angeboten nicht Lust haben, am Abend sich hinzusetzen und ein Buch zu lesen. Wenn Sie den ganzen Tag am Computer arbeiten und Sie kommen dann nach Hause, und so sich dann hinsetzen und vielleicht in ein anspruchsvolles Buch vertiefen, dazu fehlt viel Kraft. Nur, dass Sie mal die Dimension verstehen, in den letzten 10 Jahren hat der Buchhandel 9 Millionen Buchkäufer verloren. Die sind weg. Die beschäftigen sich heute mit ganz anderen Dingen. Und das ist die Herausforderung aus der Spielfeldverschiebung. Da hilft es nicht, einen schönen Laden zu bauen. Oder noch mehr Autoren, Bücher reinzupacken oder sonst was. Sondern hier gilt es, Lösungen zu finden, die in eine andere Richtung gehen. Und das ist die Herausforderung aus der Spielfeldverschiebung. Da hilft es nicht, einen schönen Laden zu bauen. Oder noch mehr Autoren, Bücher reinzupacken oder sonst was. Sondern hier gilt es, Lösungen zu finden, die in eine andere Richtung gehen.
Das heißt, wie reagieren jetzt auf diese Situation Menschen? Das sehen Sie hier durch die Darstellung. Am Ende gibt es einen Teufelskreis. Auf der einen Seite haben Sie das Ziel, die Sehnsucht nach Entspannung, nach Ruhe, nach Durchatmen. Aber die Stärke der Technik wird gleichzeitig als Bedrohung wahrgenommen. Die Journalistin Blick hat im Handelsblatt ein sehr interessantes Artikel. Der war beschrieben, die digitale Entgiftung. Und in diesem Artikel hat sie ein paar ganz interessante Punkte erwähnt. Wir glauben, wir sind unabhängig von der Digitalisierung. Ein amerikanisches Forschungsinstitut hat festgestellt, dass wir am Tag 2600 Mal auf unser Handy schauen. Sie hat das verbunden mit der Evolution, wir entwickeln uns zurück, wir laufen wieder gebückt. Und die Auswirkungen, die das auf das tägliche Leben hat, beschreibt dieses Chart. Und das sind die Kunden, aber aus diesem Chart kommen auch unsere Mitarbeiter, weil sie sind in genau dieser gleichen Welt gefangen. Sie sind genau den gleichen Herausforderungen ausgesetzt. Wir sollen aber am POS freundlich, nett in der Lage sein, unsere Produkte zu verkaufen. Und wie kann das geschehen? Wie kann man an dieser Stelle ansetzen? Ich möchte Ihnen mal die zwei Gegensätze zeigen, auf die wir treffen. Und zwar sowohl beim Kunden als auch beim Mitarbeiter. Es gibt den digitalen Nerd, auch bei uns im Haus. Ja. Die nehmen jede technische Innovation mit, freuen sich, würden am liebsten in allen Projektgruppen neue Ideen gebären. Es gibt aber auch die, die vor dieser Entwicklung Angst haben. Ehrlicherweise kann ich Ihnen nicht sagen, wie das Durchschnittsalter unserer Buchhändlerinnen ist, aber es ist sicherlich nicht bei 25. Und wenn Sie sich mal vorstellen, dass eine Buchhändlerin, die das Buch liebt, die seit 30, 40 Jahren im Buch tätig ist, sich plötzlich mit einer digitalen Welt auseinandersetzen soll, dann sind Sie eher bei diesem Bild. Und die Herausforderung, eine Technik wie Tolino, ein E-Book-Reader, zu verkaufen, zu erklären, wie ein Download funktioniert. Nur zu Ihrer Info, vielleicht mal so nebenbei, es kommen ungefähr 30–35% aller E-Book- oder E-Reader-Besitzer in den Laden und lassen da ihre E-Books downloaden. Also die Digitalisierung in der Bevölkerung ist da auch nicht ganz so weit. Aber damit mussten unsere Mitarbeiter sich auseinandersetzen. Wir mussten wirklich intensiv lernen. Die Ängste erleben Sie ja vielleicht bei sich selber oder bei unseren Kunden. Wir sind hier in einem BMW-Center. Das selbstfahrende Auto, also ich als BMW-Fahrer, ich käme nie auf die Idee, kriegt Freude am Fahren unter der digitalen Technik plötzlich einen ganz neuen Aspekt. Ja. Also von daher, das sind schon Aspekte, die den Menschen auch teilweise Angst einjagen oder zumindest eine ablehnende Haltung hervorrufen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns, jedes Unternehmen, das sich in einem Omnichannel-Betrieb mit der Frage auseinandersetzt, wie gelingt es uns, die Kunden optimal auszuschöpfen und aus dieser, ich sage jetzt mal, digitalen Gefangenheit, in der sie drin sind, zu lösen, aber gleichzeitig für unsere Mitarbeiter verkäuferische Aspekte zur Verfügung zu stellen, Möglichkeiten, Technologie zur Verfügung zu stellen, die es ihnen ermöglicht, optimalen Profit zu erwirtschaften. Und da kam oder kommt eine zusätzliche Thematik auf die Leute zu. Denn die jeweilige Kanalexzellenz, die Sie hier finden und die ja unbestritten ist, die wissen wir nicht, die müssen Sie erfüllen, die kreuzt sich plötzlich. Es kommen also Mitarbeiter oder Kunden in den Markt zu Mitarbeitern rein, mit der Erwartungshaltung, dass der ihnen ein Leistungsportfolio oder eine Kompetenz bietet, wie sie aus dem Digitalen kennen, was Geschwindigkeit angeht,
Beratungsleistung, Click and Collect ist zum Beispiel so ein Thema. Und plötzlich sind Lösungen gefordert, die sie vorher nie hatten. Und unsere Mitarbeiter mussten sich plötzlich, oder in jedem Omnichannel-Unternehmen, das können auch Konrad-Elektronik nehmen als Beispiel, die stehen plötzlich vor der Situation, dass ein Kunde von ihnen steht, der hat im Internet ein Buch oder ein Produkt gesehen, bestellt es, lässt es in den Laden schicken, kann im Laden zahlen. Und dann stellt er fest, Moment, da ist aber ein ganz anderer Preis, als im Internet angezeigt worden ist. Weil im Laden der Ladenpreis gilt und nicht der Internetpreis. Die Diskussionen sind spannend. Und viele Unternehmen machen den Fehler, dass sie die Lösung des Problems auf ihre Mitarbeiter übertragen, halten sich vornehm zurück und sagen, naja, das müssen die vor Ort lösen. Die Diskussionen vor Ort, die habe ich erlebt, als ich vor 4,5 Jahren in dieses Unternehmen kam. Das war grausam. Es ist eine Unverschämtheit, einem Verkäufer gegenüber, in dieser Situation auszusetzen und etwas zu lösen, was wir an ganz anderer Stelle verursacht haben. Und so sind verschiedene kanalspezifische Leistungen in einem Omnichannel-Unternehmen in der Welt der Digitalisierung eine echte Herausforderung, egal an welcher Stelle du die sitzt. Die im E-Commerce sind, haben mit Remittenten, mit Remissionen keine Ahnung, aber die schlagen halt plötzlich auf. Und insofern sind die Lösungsansätze, die hier gefordert sind, auch natürlich vor allem ein Führungsthema. Bleiben wir aber nochmal bei dem Thema Mitarbeiter. Für Mitarbeiter war das schon immer eine Herausforderung. Technologischer Fortschritt, wir wissen das nicht erst seit Charlie Chaplin, der da durch die Maschinerie geprägt wurde, hat schon immer Fortbildung, Entwicklung etc. bedeutet. Und das Anforderungsprofil, das sich hier an Mitarbeiter stellt, hat sich komplett verändert. Wir können heute, so wie ich es eingangs erwähnt habe, nicht mehr nur mit einem Verkäufer agieren oder mit einem Mitarbeiter in der Zentrale, der halt brav am Bildschirm seine Arbeit erledigt oder dem draußen ein Buch verkauft und ihnen dann berät, dass das klasse Buch ist. Das reicht nicht mehr. Sondern heute geht es darum, zu erfahren, was sie morgen lesen wollen. Wir müssen wissen, wie entwickeln sie sich. Irgendwann muss bei uns jemand erkennen, sie haben ein Kind bekommen und da ist aus ihrer Historie heraus offensichtlich, hoppala, sie interessieren sich plötzlich für Kinderbücher. Wenn sie die regelmäßig kaufen, dann muss da irgendwo ein Prozess angehen. Wie entwickelt sich in der Zukunft Frau Müller in ihrem Kaufverhalten, in ihrem Lebenszyklus? Predictive Analytics wird das große Thema sein, mit dem sich Handelsunternehmen auseinandersetzen müssen. Und diese Leute gibt es nicht sehr viele, die das beherrschen. Der Markt ist nicht voll von solchen Leuten. Kaiser Wilhelm hat hier ein bestes Beispiel geliefert, wie man da daneben liegen kann. Also sich auf den Bauch, auf Vergangenheit, Erfahrungen zu verlassen. Das ist kein guter Ratgeber. Und wir haben das mal aufgemalt in unserem Strategiepapier, wie sich das beispielsweise in der Sortimentsentwicklung, in der Kundenansprache ausdrücken muss, wo die Digitalisierung eine große Hilfestellung ist. Also ich muss Frau Müller begleiten und ihren Filius. Und irgendwann muss ich merken, der bestellt Shades of Grey. Aha, anscheinend ist er jetzt in der Pubertät. Ja, und bildet sich über den Weg weiter. Was werden die nächsten Schritte sein? In welche Richtung geht dieser Müller Junior? Und nur über solche Mechanismen wird es eine Branche wie im Handel, aber auch andere überhaupt schaffen zu überleben, stationär zu überleben. Mir hat heute in einer Diskussion jemand die Frage gestellt, warum brauche ich denn überhaupt noch stationär? Also theoretisch könnten Sie ja jedes Buch bei einem Internethändler bestellen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent der Bücher da noch überhaupt finden würden. Autoren und Bücher leben von ihrer Sichtbarkeit. Und wenn die Sichtbarkeit des Buches verloren geht, dann verschwinden sie. Dann werden sie begrenzt auf die Titelseite oder auf den Screenshot eines Online-Shops. Das war's dann.
Amsterdam, also 5 A-Bücher draußen. Aber Inspiration, das Thema, was kommt im Buch am nächsten? Was interessiert mich? Was könnte vielleicht noch für mich für einen Autor in Frage kommen? Das haben sie alles nicht. Und das ist das große Spannungsfeld, in dem letztendlich dann auch die Verlage drin sind. Ich bin in relativ vielen Branchen in meinem Leben unterwegs gewesen, aber ich muss sagen, die Buchbranche ist schon nicht nur sehr speziell, sie ist auch noch weit hinten. Also wenn ich so andere Branchen sehe, ich sage immer, wir liegen 20 Jahre zurück. Aber deswegen ist diese Gefahr des Schachbrettverschiebens so groß, weil die Geschwindigkeit, mit der diese Branche agieren muss und arbeiten muss, deutlich höher ist als wie Unternehmen, das aus dem digitalen Markt oder aus dem E-Commerce sich entwickelt hat. Das stellt natürlich für Führungskräfte eine enorme Herausforderung dar. Wie bringt man Technik, Mensch, Digitalisierung übereinander? Ich möchte Ihnen einmal einen Film zeigen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Professor Kotter kennt. Der lehrt an der Harvard-Universität. Entschuldigung, jetzt war ich. Professor Kotter lehrt an der Harvard-Universität und der Film geht auf etwas ein, mit dem sich viele Unternehmen beschäftigen, was als Schlagwort durch die Presse geistert: Agilität. Agile Produktgruppen, Projektgruppen, Arbeitsgruppen. Wie kann so etwas in einem Unternehmen helfen, den Mensch und die Digitalisierung zusammenzuführen? Wir schauen uns. Hello, I'm John Cotter, and I'm here to talk to you about winning in a faster and faster moving world. A world where more threats are coming at us from all kinds of different unpredictable directions, but also in which there are more windows of opportunity, opening and closing faster than ever. I am convinced that we've crossed a line in which the old methods that we've used to deal with this no longer work. And I want to talk to you briefly about what seems to work in this faster and faster moving world. To understand this, I found you need to understand how organizations naturally evolve over time and how that has gotten us to where we are now. All organizations start with a structure that kind of looks like a dynamic solar system or a molecule. Their advantage is that they can be very, very fast, very agile. They can run around existing competition. They start with a set of entrepreneurs. It doesn't matter if they're trying to make a new type of microchip or a new type of chocolate chip cookie. They attract people who work on various initiatives. It could be anything, playing around with crazy ideas, talking to customers, doing things with alloys. And they can drop those initiatives and start new ones. If they're successful, though, they have to be able to make and ship a product or deliver a service. And as soon as that happens, you start to see growing something that we would recognize. It looks more like a hierarchy. It has jobs, it has processes, and if they continue to be successful, of course, it's that part that has to grow. And it grows, and for a brief time, you've got both systems that tend to be hooked together well because of the entrepreneurs who play a part in both. And sometimes the old timers that have jobs over at one side and they're still in that entrepreneurial system. But as successful as they are, you know what part grows, and it grows. And at a certain point, it doesn't like the old entrepreneurial, unpredictable, whipping around system, and so it systematically eliminates it. And you end up with what we all know, typical modern organization. Now, in a slow enough moving world, that can work fine, and it does. But as the world starts to speed up, it doesn't. And so what smart people do is they augment it.
They add strategic planning committees. They hire strategic consultants. They put together interdepartmental task forces or project management organizations to first create and then to execute strategies. And if this is done well, it works up to a point. But as the world speeds up more and more, it doesn't. So they continue along this same path. It happens naturally. You add another committee, you add work streams, you add more strategy pieces, and after a while, all of this addition actually slows you down, and the whole thing starts to sink into the muck, which obviously does not win today. It raises the question of what could win today. And actually, you just saw it a minute ago. Now, let's rewind the tape. Okay, start there, go back some more. Now stop. There it is. Something that can be reliable and efficient now, and can be fast and agile in helping you maneuver through this faster moving environment. It creates more wealth, better products and services, a terrific place to work, and perhaps most importantly, profitable growth. That raises the logical question of, can you create that and get those results? And the answer is yes, we've proven it. A set of processes and procedures and methods can take you from wherever you're at, and you start growing that entrepreneurial piece from the center on out in an organic way. You keep the two pieces connected in a very solid way, and you end up with this mechanism that can be both reliable, efficient, fast, and agile, and win today. Here's the bad news. How many organizations have succeeded in doing that? About 0.001%. Really, seriously. Here's the good news. It doesn't have to be that. It doesn't. You can change. You can create what's needed. And when is the time to do that? No question. It's now. So, if you want to learn more, go here. And let's get on with it right now. Seine Werbeveranstaltung hat einen anderen Schluss abgewählt, das passt schon. Aber das, was er hier beschreibt, ist ein Weg, mit dem wir nicht umhin kommen werden. Und das ist für Unternehmen, wir werden nächstes Jahr 100 Jahre alt, eine Herausforderung. Das, was er beschreibt, diese agilen Strukturen, die man von Startup-Unternehmen kennt, sind dort natürlich sehr stark kapitalmarktgetrieben, gestützt, können über solche agilen Strukturen schnell wachsen. Aber wenn sie eine bestimmte Größe erreichen, dann braucht es eine gewisse hierarchische Einbindung. Denn das verschafft auch Stabilität, Sicherheit. Das kann nicht losgelöst in einem Unternehmen arbeitsgruppenmäßig geführt werden. Das funktioniert nicht. Wie das klappt, keine Ahnung. Das sagt nicht umsonst 0,001% arbeiten so. Wir sind zu einem zarten Beginn. Und ich darf Ihnen verraten, das ist echt eine Herausforderung. Ich habe ein Zitat gefunden von jemandem, der die Situation super gut beschreibt. Das war im Handelsblatt. Und zwar der Kongress, der ist der geschäftsführende Gesellschafter von Dr. Ausbüttel, das ist ein medizinischer Pflasterhersteller. Und er sagt, dass immer mehr Unternehmer erkennen müssen, dass sie Management und Mitarbeiter und Gesellschafter auf dem Weg in die agilen Strukturen mitnehmen müssen. Das ist aus seiner Sicht nicht einfach und es geht auch nicht schnell. Warum? Weil es zunächst einmal gibt die Führungskraft. Wir haben 1 Jahr gebraucht, um das Verständnis und die Bereitschaft neu zu denken bei unseren Führungskräften zu wecken. Also stellen Sie mal mich vor, ja. Ich verantworte bei Thalia das gesamte Thema Vertrieb,
Purchasing, strategischer Einkauf, Supply, Immobilien. Und jetzt sitze ich, alter Sack, agilen Strukturen, Arbeitsstrukturen gegenüber, die unabhängig aus einer hierarchischen Struktur agieren. Ich war schon in ein paar Sitzungen drin. Ich kann nicht sagen, da halten sich unten an der Tischkante fest. Dass sie irgendwann einmal sagen, Freunde, das war ein Ende der Diskussion. Seht ihr nicht, hier lang geht's. Ich bin da ehrlich. Das ist ein Veränderungsprozess, der vielen so geht. Er beschreibt ja hier nicht nur sein Unternehmen, sondern das ist mit vielen Unternehmen so. Und deswegen hat er einen guten Satz gesagt, ganz oben auf der Liste landet ein neuer Umgang mit Fehlern. Angesichts des Eingangsbilds, der Verschiebung des Spielfelds, wie viele Fehler glauben Sie denn, dass man sich da leisten kann? So viele sind das nicht. Und deswegen ist dieser Mix aus Agilität angebunden oder angedockt an eine Führungsstruktur, welcher Art auch immer, sicherlich ein Lösungsansatz zu sagen. Hier gelingt es uns, ein Unternehmen in die digitale Zukunft zu führen, Mitarbeitern zu helfen, sich dort zurechtzufinden, mit Geduld, mit Ausdauer, denn Digitalisierung ist ein sozialer Prozess. Dort unterscheidet sich die digitale von der analogen Welt null. Und wer glaubt, dass das anders ist, der wird es ganz schnell merken, dass er da auf einem Holzweg ist. Weil die Bedürfnisse der Menschen sind nicht kleiner, sondern sie sind sogar noch anspruchsvoller. Weil analog und digital zusammengeführt werden müssen in vielen Konzepten. Es ist die Frage, wie agieren wir hier? Ich zeige nochmal ein Beispiel. Wir freuen uns, dass wir heute mit dem Rollout der Gisela in den ersten 30 Buchhandlungen starten können. Ja, ich bin Daniel Thiele aus der Trainierprogrammung in Hamburg. Wir durften jetzt seit einiger Zeit schon die Gisela testen, seit neuestem auch mit der Bezahlfunktion. Die Gisela wird vor allen Dingen Ihren Arbeitsalltag erleichtern und mit dem mobilen Kassieren bieten wir unseren Kunden einen zusätzlichen tollen Service. Für uns Mitarbeiter ist es natürlich super, dass wir jetzt mobil sind mit der Gisela. Wir haben nicht mehr die Hotspots unserer PCs, wo wir ständig uns irgendwie um die Infoplätze rangen. Man kann am Regal direkt Beratungsinformationen nachschlagen, man kann dem Kunden vielleicht mit Tabia Next noch eine Empfehlung geben. Das ist einfach rein. Durch die Gisela haben alle Informationen zu Artikeln, Kunden und Aufträgen, die Sie im Kundengespräch benötigen, direkt in der Tasche. Dadurch fallen die Wege zum Infopoint weg und Sie können den Kunden da beraten, wo er Sie anspricht. Für die Kunden ist es natürlich auch schön zu sehen, dass wir auch modern ausgestattet sind mit der Technik. Wir sind alle schon häufig darauf angesprochen worden. Auch jetzt modern unterwegs und nach der Lebensmittel muss nicht mehr zum PC gehen, kann dem Kunden direkt was zeigen. Das fühlt sich für den Kunden eigentlich einfach besser an. Mit der Bezahlfunktion sind wir jetzt noch einen Riesenschritt weiter. Damit können wir auch unsere Kunden positiv überraschen. Also die drei großen Punkte, die Gisela für mich wirklich gut machen, ist einerseits erstens die Flexibilität der Beratung. Das heißt, wir sind jetzt nicht mehr auf einen bestimmten Ort angewiesen, sondern können direkt am Regal beraten. Zweitens dann auch die Beratungsinformationen, gerade auf der Next, dass man sich da vielleicht noch Zusatzempfehlungen holt, die Erfahrung auch einfließen lassen kann. Ja, und drittens natürlich die Bezahlung. Das entlastet uns natürlich auch gerade in den Hochphasen, dass wir dann am Regal direkt den Kunden bezahlen lassen können. Der Umgang mit der Gisela hat sich wirklich als einfach erwiesen, sowohl was das Tragen angeht, die Taschen sind komfortabel, man kann die auf verschiedene Art und Weise anbringen, als auch das Tablet und die App an sich. Also selbst wenn man jetzt nicht so viel Erfahrung mit dem Thema Technik oder das Smartphone, Tablet hat, kommt man da super mit klar, die Oberfläche ist übersichtlich, man kann die Bestände prüfen, die Kundensuche ist intuitiv, das hat sich wirklich als gut erwiesen. Dass wir heute einen so tollen Service haben, Ich unterbreche das jetzt mal an der Stelle, der führt das halt jetzt noch ein Stück weiter aus. Ich möchte aber ein paar Aspekte da eingehen. Also Gisela ist kein Mädchen, ja, wie Sie gemerkt haben, sondern es schreibt sich ja nicht Gisela, also das ist bei uns ein Arbeitsprojekt gewesen, das darauf aufgesetzt ist, die Infostände, die alten, hergebrachten Theken, wo dann jemand dort steht und sich dahinter verschanzt mit der Haufen Papier und schaut gut aus, Kunden zu beraten, sondern wir sind der Meinung, es ist kundenorientiert und jemand ins Regal zu gehen.
direkt am Produkt zu sprechen, auch Bezahlleistungen sofort mit zu integrieren. Sie haben vielleicht dort das Wort gehört, Here Next, das ist ein System, mit dem etwa 1500 Buchhändler ca. 100.000 Bücher rezessiert haben und auf Ähnlichkeiten untersucht haben. Also nicht die Logik, wer das gekauft hat, hat auch das gekauft, sondern wenn Sie die Analphabetin, die gut rechnen konnte, gelesen haben, was Ihnen gefallen ist, und Sie wollten etwas Ähnliches, dann kann Ihnen dieses System ähnliche Buchempfehlungen geben. Das ist eine Verzweigung, die dann jeweils auf das nächste Buch umsetzt. Damit kriegen Sie ziemlich umfangreiches Wissen, das können die darauf mobil zugreifen. Dadurch verbessert sich natürlich die Beratungsqualität unendlich und wir sind auch in der Lage, über dieses System über Flächenreduktionen nachzudenken. Denn in einer digitalisierten Welt brauchen Sie keine 4000 Quadratmeter Buchhandlungsflächen mehr. Können Sie nicht mehr bezahlen. Wenn Sie die Entwicklung der letzten 10 Jahre ansehen, dann hat sich der Buchpreis über die letzten 10 Jahre um 12% nach oben entwickelt. Nehmen Sie den Lebenshaltungsindex, der liegt ja etwa bei 17,5. Wenn Sie die Personalkosten sehen, liegen wir etwa bei 36 und bei Mieten bei 42%. Da muss ich nicht Betriebswirtschaft studiert haben, dass ich weiß, die Rechnung geht nicht mehr lange gut. Also das Spielfeld durch die Digitalisierung verschiebt sich nicht nur zum Thema Mensch, Verkäufer, Führung, sondern es hat auch noch ein paar andere Aspekte. Und deswegen arbeiten wir an solchen Themen und versuchen den Menschen verständlich zu machen, dass es für sie eine Unterstützung und keine Bedrohung ist. Und da braucht man Geduld. Wie in jedem sozialen Prozess brauchst du Geduld, um die Menschen Stück für Stück dahin zu bringen. Ich habe nochmal ein Beispiel von einem anderen Unternehmen mitgebracht. Geht ja aus München, das ist die Kongress Elektronik. Der eine oder andere weiß, dass ich dort 6 Jahre tätig war. Die haben den Einsatz der digitalen Technik sehr stark benutzt in zweierlei Richtungen. Das sehen Sie hier oben. Des Self-Services, dass sich die Selbstberatungsqualität verbessert. Dann nehmen Sie Produkte in die Hand und dann geht automatisch hier in 0,2 Sekunden Bruchteil ein Bildschirm an, der dieses Produkt mit allen Features, Kundenrezessionen, Zubehör, das zur Verfügung steht, berät. Oder hier eben über so große Bildschirme, über die das Unternehmen komplexe Technologie, die sie nicht im Laden führen, aber verkaufen können. Dadurch haben die Mitarbeiter in so einem Laden Zugriff auf ca. 1,5 Millionen Erweiterung des Sortiments. Und das ist eigentlich der Punkt, um den es geht, dass man die Menschen mitnimmt, dass man den Menschen auch in der Digitalisierung im Mittelpunkt behält und ihnen hilft zu verstehen, dass es keine Bedrohung ist, sondern eine Erweiterung des Geschäftsfelds, dass er aber auch in der Verpflichtung steht, sich zu entwickeln. Und wir haben das dann mit einem schönen Film auch mal abgerundet, sodass unsere Leute auch so ein bisschen was Visionäres sehen. Ich werde Ihnen zum Schluss noch zeigen. Das, was Sie vorhin gesehen haben mit den beiden Jungs, das ist ein Teil, was wir ins Intranet stellen, damit Mitarbeiter in Filialen, die damit noch keinen Kontakt haben oder damit die lernen wollen, wie geht es, mal den ersten Berührungspunkt haben. Die Detailschulung findet dann vor Ort im Trade-to-Trader-Verfahren oder den Verantwortlichen statt. Aber das ist ein etappenweises Hinführen und nicht ein Schweinebraten und kleine Kindversetzen. Menschen. Ohne sie gibt es keine Geschichten. Ob groß oder klein, jung oder alt. Menschen schaffen Begegnungen, Fortschritt, Fantasie. Menschen tragen Geschichten in sich. Und mit ihnen schreiben wir unsere ganz eigene Geschichte. Expertise braucht Begeisterung. Als Experte ist man in seinem Element. Es geht aber nicht nur um Wissen. Natürlich muss man hier und da auch ein paar Bücher wälzen. Es geht auch nicht darum, auf alles eine Antwort zu haben. Es geht eher darum, die richtigen Fragen zu stellen. Stabilität ermöglicht Dynamik, hält uns im Gleichgewicht, wenn wir uns bewegen. Sie ermöglicht Chancen durch Neugierde und Kreativität. Stabilität lädt uns ein, unsere Geschichte gemeinsam zu schreiben. Mit immer neuen Kapiteln. Wie ein Buch, das nie aufhört.
Präsenz heißt, sichtbar zu sein, Gesicht zu zeigen. Präsent zu sein bedeutet, anfassbar und erlebbar zu sein. Das geht auf vielen Wegen, real und virtuell. Präsenz ist eine Haltung aus sich heraus und auch gemeinsam mit anderen. Sie signalisiert uns, hallo, das bin ich. Wert hat viele Dimensionen. Wertschätzung für sich und für andere. Werthaltiges schaffen wir, indem wir dem Denken und Handeln einen Sinn geben. Zum Wert wird, was nachhaltig und auch morgen noch wichtig ist. Wertvoll ist etwas, wenn man es mit anderen kreieren und auch teilen kann. Seien Sie dabei. Ja, mit dem Film und dem Schlussfazit, dass Digitalisierung Herz, Geist nicht ausschließt, sondern bedingt und auch einen genügend kritischen Blick auf die vielen digitalen Neuerungen und Innovationen einschließt, denen man nicht wie die Lemminge hinterherlaufen muss. Also dass man hier auch wirklich selektiert, gibt verschiedene Methoden dazu. Wir verwenden eine sehr starke Scrum-Methode, die uns in die Lage versetzt, etwas Neues zu testen, zu entwickeln, an den Markt zu bringen, zu sehen, wie reagiert der Kunde darauf. Ist es relevant, dann machen wir weiter, ist es nicht relevant, dann sofort gehen. Und über solche Methoden zu schauen, dass man den Weg der Digitalisierung und die Verknüpfung zum Menschen gewinnt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.